Heute zeige ich euch eine ganz besondere Infinity-Neuheit, und zwar das Military Order Action Pack. Die Military Order ist eine meiner absoluten Lieblingsfraktionen in ganz Infinity und deswegen war ich natürlich unfassbar gehypt, als es hieß, dass sie eine neue Range an Modellen bekommen. Ja, und durch einen sehr glücklichen Zufall haben wir die Box sogar etwas früher da und schauen deswegen mal direkt rein. Im Military Order Action Pack sind insgesamt 9 Modelle enthalten. 3 Quadjutor Crosshaires, ein Blackfriar, ein Knight Commander, ein Knight of Justice, ein Knight of Santiago, ein Knight of the Holy Sepulchre und ein Infarmer of Lazos. Diese ergeben mit den auf der Box angegebenen Waffen insgesamt 255 Punkte. Also ist noch genug Platz, um etwas mit der Ausrüstung rumzuspielen und ein weiteres Modell für eine volle 300 Punkte 10 Orderliste hinzuzufügen. Beim Öffnen der Box sehen wir direkt, dass keine Spielhilfen oder sonstiges mitgeliefert wird, sondern es sind wirklich nur die Modelle. Durch den weißen Karton macht das Ganze einen sehr schlichten, aber aufgeräumten Eindruck. In jeder Tüte ist ein Modell enthalten, außer der Knight of the Holy Sepulchre. Der ist so groß, dass er 2 braucht. Ein Anfänger sollte hiermit keine Probleme haben, außer er öffnet alle Tüten gleichzeitig. Außerdem ist der Guss wirklich unfassbar gut. Alle Details sind gestochen scharf und machen direkt Lust aufs Bemalen. Aber nun erstmal zum Basteln. Ich bin mal echt gespannt. Besonders, es sieht jetzt vom Ersteindruck fürs Basteln, auch wenn es Zinn ist, ne? Ich finde ja die ganzen neuen Corvus Belli Sachen richtig gut, was das Basteln angeht. Und schau dir das einfach an. Es ist so schlau gemacht. Du hast hier einfach diese viereckigen Einsparungen. Da kannst du einfach das Bein hier dran setzen und bap, ist schon fertig aufgebaut quasi. Da habe ich jetzt schon, also es wird kaum Zeit dauern, das aufzubauen. In der Vergangenheit waren manche Modelle von Corvus Belli eine ziemliche Friemelei beim Zusammenbauen. Das ist hier definitiv nicht der Fall, denn mittlerweile werden die Modelle mit sehr passgenauen viereckigen Verbindungspunkten produziert. Somit ist das Aufbauen sehr einfach und man kann eigentlich keine Fehler machen. Die Modelle haben wirklich kaum Gussgrate und man muss im Endeffekt einfach nur das überstehende Zinn wegschneiden und an den Gusskanälen ein wenig nachbearbeiten. Die erwähnten Gusskanäle sind übrigens verdammt gut gelegt, sodass beim Entgraten keine Details verloren gehen. Falls ihr euch vielleicht jetzt gerade fragt, warum gibt es eigentlich in der Zukunft Space Ritter? Dafür habe ich eine kleine Erklärung für euch. Das hat nämlich etwas mit der Neoterra-Kirche von Pan-Oceania zu tun. Diese haben die Military Order im Stil der alten Ritterorden wieder auferstehen lassen, um mit Glauben, Schwert und Schusswaffe gegen die Feinde der Kirche zu kämpfen. Sie sind unfassbar gut ausgebildet und kriegen nur die beste Ausrüstung, die Pan-Oceania zu bieten hat. Und das stellt sich in ihren Profilwerten und Spielstil sehr gut dar. Sehr anfängerfreundlich und dadurch nicht mit zu vielen Sonderregeln überladen, glänzt die Military Order durch ihre vielen HI, also Heavy Infantry Einheiten und guten Grundwerten. Wenn man diesen Sektor ins Feld führt, bezwingt man seine Gegner nicht mit irgendwelchen bösen Tricks, sondern ehrlich im Kampf mit einem besseren BS, mehreren Lebenspunkten auf einem Modell und super soliden Nahkampfeinheiten. Kommen wir also deswegen mal zu 3 sehr interessanten Modellen, die in der Box enthalten sind. Erstmal haben wir da den Knight of Santiago, der im Vergleich zu seiner älteren Variante einiges mehr hermacht. Die Pose zeigt ihn, wie er gerade sein Schwert zieht, um einen Gegner im Nahkampf zu besiegen. Der Knight Commander bietet eine neue Lieutenant-Auswahl für die Military Order. Er kann sogar eine zusätzliche Lieutenant Order bekommen, die den teuren Military Order Einheiten wichtige Order gibt, um auch trotz schwerer Verluste noch relevant im Spiel zu bleiben. Außerdem kann er sich als ein anderes Modell der Military Order ausgeben, um so seine Identität als Lieutenant zu verheimlichen. Mein absolutes Highlight des Military Order Action Packs ist der Knight of the Holy Sepulchre. Mit einer komplett neuen S5-Silhouette überragt er sein älteres Pendant um einiges und ist einfach nur ein Blickfang. Durch seinen Holo-Echo-State ist er auch verdammt schwierig zu erwischen, denn der Knight of the Holy Sepulchre erstellt 2 Replikas von sich selbst und im Geheimen bestimmt der kontrollierende Spieler, welcher der echte ist. Dadurch kann er einerseits den Gegner gut verwirren und andererseits bietet er der Military Order ein paar kleine Tricks, worauf sie sonst keinen Zugriff hätten. Man spielt also permanent ein Hütchenspiel mit dem Gegner. Insgesamt ist das Military Order Action Pack eine verdammt coole Box. Der Guss ist prima, die Modelle sind total fix gebastelt und die Einheiten fühlen sich alle irgendwie einzigartig an.
Für 73 € bekommt man also einen Haufen Modelle, die alle für die Armee relevant sind. Also gut, um entweder mit dem Sektor neu einzusteigen oder eine bereits bestehende Sammlung zu erweitern. Das war's auch schon mit unserem kleinen Review zum Military Order Action Pack. Schreibt uns doch mal unten in die Kommentare, welcher Sektor eurer Meinung nach als nächstes Liebe verdient hätte. An dieser Stelle vielen lieben Dank an all unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paint-A-Warlocks. Und zwar Frederik, Freddy, Frekel, Juxe, Aruka, Tizian, Marco, Don Vittorio, Dorian Wiesner, Halim Matsuda, Julian B., Nachtmar Semyon, Nagashur, Patrick W., Felix und Sabine Koschorek. Falls ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links von unseren Partnern PK Pro und Taschengelddieb. Und falls ihr sowieso bei Amazon bestellt, macht das doch über unseren Affiliate. Also dann, bis zum nächsten Mal. Nisa. René, Nies Outtake. Ich klinge total komisch, wegen diesem scheiß Frosch im Hals. Ich krieg's aber auch nicht weg. Ich fake kein Outtake. Lächerlich. Hörst du das nicht? Absolut lächerlich, René.